Hallo meine lieben Freunde, heute möchte ich euch einladen zu einem größeren Spaziergang, einer kleinen Wanderung. Wie ihr seht, mehr oder weniger am Fluss entlang, aber gegen die Monotonie des Wassers geht es natürlich auch einmal richtig hoch mit hoffentlich toller Aussicht, und ich wünsche euch ganz viel Spaß jetzt beim Anschauen und später beim Selbstausprobieren. Ist das heute früh nicht ein wahrer Traumtag? Es wäre doch geradezu töricht, an einem so wunderschönen Morgen zu Hause zu bleiben. Also den Rucksack geschnürt und nichts wie los. Mit flinken Schritten zum Bahnhof. Zugegeben, beim Anblick des Bahnhof Hilbersdorf blutet einem schon das Herz. Besonders dann, wenn man selbst einmal hier gearbeitet hat. Doch gegen trübe Gedanken hilft die Ankunft der Citybahn. Wir steigen ein und fahren gemütlich, beispielsweise am Bahnbetriebswerk vorbei, das glücklicherweise heute als Museum erhalten bleibt, in Richtung Hainichen. Im idyllischen Braunsdorf-Lichtenwalde ist für uns allerdings bereits Endstation. So sagen wir der Citybahn zunächst Ade, verlassen den Bahnsteig und widerstehen tapfer der Versuchung der Bahnhofsgaststätte, bei Alteingesessenen liebevoll Emil genannt. Stattdessen spazieren wir gemächlich zur alten Ladestraße, wo unsere etwas mehr als 6 Kilometer lange Streckenwanderung beginnt. Oder alternativ ein rund 7 Kilometer langer Rundkurs. Lasst euch überraschen. Hoch oben auf seinem Berg thront das altehrwürdige barocke Schloss Lichtenwalde. Für Lichtspiele haben wir es bereits gemeinsam besucht, doch heute zieht es uns hinaus in die Natur. Frühling und Sonne entfalten eine geradezu magische Anziehungskraft. Ein Schild mit der Aufschrift Rundweg weist uns zunächst die Richtung. Kaum 150 Meter sind zurückgelegt, da erreichen wir die sanierte Fünferbrücke. Nach dem schweren Hochwasser von 2002, das die Zschobau um 6 bis 7 Meter ansteigen ließ, wurde sie vollständig erneuert. Doch das soll uns heute nur am Rande interessieren. Unser erstes Ziel ist der Harrasfelsen. Dennoch lohnt sich zuvor ein Blick auf das Wehr und die Zschobau, die dank der Schneeschmelze heute reichlich Wasser führt. Anschließend folgen wir der roten Markierung. Die Sangesfreudigen und Verliebten unter euch kommen auf dem der Zschobau mehr oder weniger folgenden Wanderung besonders auf ihre Kosten. Wir befinden uns auf einem Teil des Liederwanderweges. Bereits auf unserer Tour zum Dreischlösserblick haben wir ein Stück davon kennengelernt. Hier beglücken uns Liebeslieder. Ob singend oder still genießend, gelangen wir bald zu einem besonderen Bauwerk. Nein, keine Seilbahn für Abkürzungsfreudige, sondern eine Pegelmessstelle. Ich denke, ich muss euch das Hinweisschild dazu nicht komplett vorlesen. Wer sich dafür interessiert, der kann es hier in aller Seelenruhe selbst lesen. Beachtet dabei unbedingt das Foto der alten Stütze, die vom Hochwasser unterspült und herausgerissen wurde. Ein eindrucksvolles Zeugnis der gewaltigen Kraft der Natur, die heute friedlich plätschern kaum erahnen lässt, wozu sie fähig ist. Wir setzen unseren Weg in aller Ruhe fort. Mit etwas Glück begegnet uns sogar eine weitere Citybahn. Eine Dampflok wäre zwar zweifellos sehenswerter, doch die Zeiten haben sich geändert und zumindest ich bin froh, dass wenigstens dieser Streckenabschnitt bis Hainichen vor Medorns Kahlschlagsorgien durch die Citybahn gerettet wurde. Ist diese Unterführung unter die Eisenbahn dem Braunsdorfer Bach zu verdanken? Wie auch immer. Wir können somit die Bahntrasse unterqueren. Dabei entdecken wir Markierungen vergangener Hochwasser, die erneut innehalten und staunen lassen. Auf der anderen Seite eröffnen sich neue Wandervarianten, etwa Richtung Altenhain.
Wir jedoch bleiben dem rot markierten Tschobau-Talweg treu, selbst wenn er jetzt mächtig gewaltig in die Höhe geht, Richtung Frankenberg. Dazu steigen wir vorerst Treppe für Treppe nach oben. Wer Probleme damit hat, dem bieten sich nach einigen Stufen rechts eine weniger fordernde Umgehung an. Wer sich jedoch fit genug fühlt, dem wünsche ich viel Vergnügen beim Treppensteigen. Und siehe da, geschafft! Oben angekommen erwartet uns quasi als Belohnung der Hinweis auf den Aussichtspunkt Harrasfelsen. Wie oft ich schon hier gestanden habe, vermag ich kaum zu sagen. Doch jedes Mal ist es ein erhebendes Gefühl. Mit etwas Glück sehen wir die Citybahn unter uns im Tunnel verschwinden, während sich vor uns das weite Tal der Tschopau entfaltet. Theodor Körner, Dichter und Freiheitskämpfer, ihr kennt ihn sicherlich alle, war auf seinem Weg nach Frankenberg im Jahr 1810 von diesem Ort tief beeindruckt. Wohl so wie wir heute noch. Er ließ sich durch die mündliche Überlieferung einer Sage, ähnlich wie beim Halboldfelsen in Wolkenburg, zur berühmten Ballade von Ritter Harras, dem kühnen Springer, inspirieren. Selbige könnt ihr oben in Ruhe nachlesen und euch am Gedenkkreuz für Körner erfreuen. Nach diesem eindrucksvollen Aufenthalt setzen wir unseren Weg fort, nicht auf Pilzsuche, sondern weiterhin der roten Markierung folgend. Auch hier oben gäbe es alternative Routen, doch wir bleiben unserem Tschobau-Talweg treu. Für die nächsten Kilometer gilt: einfach genießen, es gibt nichts zu kommentieren. Der Wald, die Ruhe, die gute Ausschilderung. Ihr traut dieser nicht über den Weg? Dann ladet einfach die GPS-Daten unten in der Videobeschreibung herunter. Besonders reizvoll sind die Aussichtspunkte entlang des Weges. Zwischen den Bäumen lugt beispielsweise Schloss Lichtenwalde hervor. Noch schöner jedoch erscheint mir Wolfgangs Ruh, ein Ort, an dem sich der Blick langsam öffnet, begleitet von einer einladenden Bank, die zum Verweilen einlädt, um das Panorama über die Tschopau hinweg zu genießen. Nur wenig später erreichen wir mit Hens Bank einen weiteren Rastplatz. Eine schöne Sitzgelegenheit, wenn auch ohne Aussicht. Ob ausgeruht oder einfach weitergegangen, wir verlassen den Feldrand und steigen allmählich wieder hinab. Mit etwas Glück begegnen wir einem weiteren Zug der Citybahn, welche hier übrigens im Stundentakt fährt. Sehr bequem, wenn man keine Rundwanderung, sondern eine Streckentour machen möchte. Doch dazu gleich mehr. Den Gleisen in Richtung Frankenberg für wenige Meter folgen ist jetzt die Devise, um selbige anschließend mittels des Übergangs zu überqueren. Vor uns breitet sich das Tal aus und bereits die ersten Häuser von Gunnersdorf sind zu erkennen, einem Ortsteil von Frankenberg. Dahinter liegt Lichtenau. Der Name sagt euch etwas? Richtig. Lichtenauer Mineralwasser kennt heutzutage wohl jeder Mensch. In diesen kleinen Ortsteil hinein sind es nur noch reichlich 500 Meter, zugegeben auf Asphalt wie zu sehen ist. Ansonsten ganz unkompliziert, bis schließlich links dieses kleine Verbindungssträßchen auftaucht. An dieser Stelle kommen wir jedoch zu einer Neuerung. Aus einer vorgestellten Wanderung werden jetzt 2 verschiedene Varianten. Ich hoffe, euch damit nicht zu verwirren. Bei Variante 1 nach Frankenberg, sozusagen von Zug zu Zug, mit knapp 7 Kilometern am Ende, bleiben wir in Laufrichtung. Alle anderen, welche eine Rundwanderung bevorzugen, welche es übrigens auf 7,5 Kilometer bringt, warten bitte geduldig. Für die Bequemlichkeit habt ihr ja sogar eine Bank. Ich bin bald wieder bei euch. Also zunächst auf nach Frankenberg. Zu diesem Zweck folgen wir natürlich der Gunnersdorfer Straße, weiterhin als Tschobau-Talweg markiert, weiter. Nach der Querung der Hermann-Fischer-Straße sind es nur noch 200 Meter,
ehe wir auf die Metalloberflächenveredelung Benseler stoßen. Hier biegen wir links in den Fußweg ein. Das Ende von diesem Sandweg erreicht, stehen wir an der äußeren Chemnitzer Straße, der B169. Naturgemäß herrscht hier mehr Verkehr. Der Trost jedoch: zum einen existiert ein Fußweg für uns, zum anderen, nach nochmaligen 200 Metern gegenüber der Tankstelle, sind wir bereits erlöst. Es geht wiederum links, diesmal in Richtung Sachsenburg auf den Dammweg. Staunen ist angesagt, wohin er uns führt. Wir landen nämlich auf dem Gelände der Sächsischen Landesgartenschau 2019, dem Naturerlebnisraum Tschobauaue. Liebevoll und originell können wir uns mit der vergangenen Industriegeschichte Frankenbergs vertraut machen. Denn diese Kleinstadt hatte dereinst eine Menge zu bieten. Des Weiteren befinden sich hier hinten unter anderem ein Kletterpark und so weiter. Doch was erspäht unser Auge dort für ein neu errichtetes Gebäude? Ich würde sagen, nichts wie hin. Es handelt sich nämlich um die Zeitwerkstatt. Was das heißt und bedeutet: hier wird der Pioniergeist Sachsens in Wort, Bild und spannenden Exponaten vorgestellt. Zudem finden hier regelmäßig höchst interessante Kulturveranstaltungen statt. Ein wirkliches Erlebnis, für welches man sich einfach mehr Zeit nehmen muss. Interessiert es euch? Dann können wir demnächst gerne noch einmal in Ruhe herkommen und uns umschauen. Heute begeben wir uns zurück aufs Gelände der früheren Landesgartenschau. Das heißt, wir folgen der bisherigen Laufrichtung weiter und entdecken dabei natürlich das eine oder andere spannende Ausstellungsstück zur Geschichte der Stadt. Nicht minder schön dieser Mühlgraben, welcher das Wasser der Tschobau teilweise ableitet. Die Trennung vom Ufer der Tschobau fällt euch schwer? Naja, euch zum Trost nicht weit und ihr würdet den Startpunkt unserer Wanderung nach Sachsenburg finden. Wem diese Runde also zu kurz ist, der hätte selbstverständlich noch Optionen zur Verlängerung. Alle anderen nutzen diese imposante Fußgängerbrücke Richtung Dammplatz, sprich Stadtmitte. Groß ist er zwar nicht, der Dammplatz, aber umso schöner dafür. Siehe das vorhin entdeckte Museum. Für Frankenberg braucht es noch mehr Zeit. Nach dem ersten Eindruck gelangen wir über schmale Gassen zur Kirche St. Egidien. Zu meiner großen Freude war dieser geöffnet, und welche Atmosphäre herrscht in diesem 1741 als barocken Neubau errichteten Prachtbau. Wisst ihr was? Wollen wir im Sommer noch einmal gemeinsam diese Stadt in Ruhe entdecken? Ich denke, es würde sich bestimmt lohnen. Die Zeit drängt uns jetzt leider zum Bahnhof. So verlassen wir die schöne Kirche, gehen vorbei am Lutherdenkmal sowie der gleichnamigen Schule, prunkvollen Häusern und dem nicht minder schönen Friedenspark. Welch ein Name in heutigen Zeiten! Der Parkstraße weiter in Richtung Bahnhof folgend erspähen wir ein weiteres Wanderschild. Kennt ihr das Lützeltal? Auch ein gemütlicher und schöner Flecken Natur. Doch nicht schon wieder abschweifen, der Bahnhofsplatz liegt vor uns, wir überqueren diesen und gehen auf den Bahnsteig. Geschafft! Den Zug von Hainichen nach Chemnitz haben wir erreicht und fahren gemütlich in Richtung Braunsdorf, denn dort, ach nein, beinahe hätten wir unsere Wanderfreunde, welche sich für die Rundtour entschieden haben, vergessen. Diese warten doch in Gunnersdorf auf uns, also schnell dorthin zurück. Ja, liebe Freunde der Rundwanderung, wer nicht in die Stadt möchte, der muss hier links in diese kleine private Einfahrt abbiegen. Keine Sorge, als Fußgänger kann man ganz bequem hindurchlaufen.
Straße, auch hier die B169, die äußere Chemnitzer Straße, bleibt uns auch bei dieser Version nicht erspart. Lamentieren hilft da auch nichts. Immerhin haben wir auf diesem Abschnitt einen Fußweg. Außerdem gehen wir hier oben lediglich 300 Meter. Dabei überqueren wir erneut die sehenswerte Tschobau. Dürfen selbiger diesmal auf naturbelassenen Wegen flussaufwärts in Ufernähe folgen. Da es hier auch nichts zu erzählen gibt, dürft ihr gerne euer Herz und Seele öffnen und einfach den Tag, Weg und den himmlischen Frieden genießen. Den Harrasfelsen erkennt ihr wieder. Ein Zeichen, dass wir uns langsam, aber sicher wieder der zivilisierten Welt nähern. Ein weiteres Anzeichen, eigentlich war es ja logisch, stoßen wir auf das Häuschen der Pegelmessstelle, welches wir vorhin von der anderen Flussseite erspäht haben. Ein reichlicher halber Kilometer in schönster Ruhe und Natur bleibt uns noch, ehe wir auf den unteren Teil von Lichtenwalde stoßen. Aber nicht auf den idyllischen Ortsteilen wollen wir unser Augenmerk richten. Noch spannender ist nämlich das Harrasdenkmal, wenn es auch nur eine Kopie ist. Die spannende und wechselhafte Geschichte dessen könnt ihr dann selbst in Ruhe hier nachlesen. Nur so viel: 1801 errichtet, stand der Gedenkstein, der einst gegenüber dem Harrasfelsen unten an der Tschobau. Fast 200 Jahre später wurde es durch die besagte Hochwasserflut zerstört und glücklicherweise als Kopie 2004 an dieser Stelle neu errichtet. Damit neigt sich unsere Tour langsam aber sicher dem Abschluss zu. Es gäbe zwar noch jede Menge anderer spannender und interessanter Anknüpfungspunkte und vieles zu entdecken, doch wir folgen nun der Straße in Richtung Wanderparkplatz unterhalb des Schlosses. Spätestens hier wird klar, warum die Citybahn eine so angenehme Option ist. Ohne Moos, sprich Parkgebühren, ist hier nichts los. Also fast so wie früher an der alten Zahlstelle. Sicherlich kommt euch die Erinnerung an die Einnahme von Grünhainichen, von welcher wir bereits in einem früheren Film gesprochen haben. Wer möchte, kann noch einen Abstecher die wenigen Schritte bis an den Fluss machen und das schöne Bild genießen. Fertig geschaut queren wir selbigen und kehren vorbei an der ausgesprochen angenehmen und gemütlichen Gaststätte zur Fünferbrücke, langsam aber sicher zurück zum Ausgangspunkt, dem Haltepunkt in Braunsdorf. Wer sich die Zeit bis zum Zug verkürzen möchte, der kann gerne noch beim Emil einkehren oder alternativ das kleine Stück bis zur Schauweberei Braunsdorf stiefeln. Ihr kennt diese noch nicht? Ich empfehle euch nach unserer Heimfahrt mit der Citybahn unbedingt den entsprechenden Film dazu anzusehen, welchen ich euch hier verlinke. So endet ein Tag, der kaum schöner hätte sein können.